Unter Aufklärung würde ich die Idee verstehen, dass die Menschen versuchen oder die Gesellschaft versucht, der Vernunft der Menschen einen zentralen Stellenwert zu geben und darauf abzuzielen, dass dass die Vernunft sozusagen gewinnt. Aber ich muss gestehen, dass je älter ich werde, je mehr Erfahrung ich gesammelt habe in meinem Leben, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir Menschen weit, weit, weit entfernt sind davon, der Vernunft sozusagen die Oberhand zu geben. Ähm, Vielleicht sogar im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, was leider eher siegt, ist das Barbarische, das sind die heftigen Affekte, das ist der Hass, das ist der Antisemitismus. Ähm, und also wir sind weit entfernt von jeglicher Vernunft, würde ich sagen. Also insofern ist meine pessimistische Sicht heute, vielleicht auch gerade nach dem 7. Oktober des Jahres und dem, was an diesem Tag und in der Folge geschehen ist, ähm, ja, ist eher, dass Vernunft, ja, Vernunft verloren hat. Ich arbeite seit nunmehr über 33 Jahren am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main, wo ich als Psychoanalytiker mich vor allem mit den psychosozialen Spätfolgen der Shoah beschäftige. Und den Treffpunkt für Überlebende der Shoah und ihre Familien haben wir vor über 20 Jahren gegründet. Ähm, Dieser Gründung des Treffpunkts gingen jahrelange Diskussionen voraus. Wir haben mit einer Gruppe von, ich glaube, ungefähr 5 bis 10 Personen darüber gesprochen, wie alleingelassen Überlebende mit dem sind, was sie sozusagen in ihrem emotionalen und seelischen Gepäck tragen, von der Verfolgungsgeschichte her. Und äh, uns ist klar geworden, dass es nicht nur das innerseelische Problem gibt, wie man mit Extremtraumatisierung lebt, sondern dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Kultur, das Miteinander, die Umwelt von Überlebenden, wie sehr also diese kulturelle und tatsächliche unmittelbare und mittelbare Umwelt, das, äh, das beeinflusst, was man das Trauma der Überlebenden nennen kann. Viele Menschen denken bei Trauma oder reduzieren die Idee des Traumas auf ein traumatisches Ereignis, oftmals auf ein einziges. Ähm, in, Im Nationalsozialismus haben die Verfolgten Millionen von Traumen, von Traumata erlebt. Und man sollte das Trauma viel mehr verstehen als Wunde. Und wenn man dieser Idee folgt, dass das Trauma eine Wunde ist und man sich fragt, gibt es eigentlich Möglichkeiten, dass eine Wunde heilt, dann wird einem sofort klar, dass es nicht nur um das geht, was in den Menschen vorgeht, sondern auch was in den Beziehungen des Menschen mit seiner Welt vor sich geht. Und, äh, und dieser Blick auf Überlebende, die oftmals sehr isoliert lebten, eigentlich in einer anderen Welt lebten. Und ich muss eigentlich sagen, heute erlebe ich das tatsächlich abermals so. Ähm,
diese Idee, dass Überlebende alleingelassen wurden mit ihrem Erinnern an ihre Traumata, hat uns dazu gebracht zu sagen, wir müssen einen Ort schaffen, an dem sich Überlebende begegnen können und an dem wir versuchen können, auch dem Werkzeug unserer Profession mit ihnen zu arbeiten. Aber eben nicht nur. Wir haben nicht angefangen und haben quasi Psychotherapien oder Analysen für Überlebende angeboten, sondern wir haben einen Treffpunkt geschaffen, deshalb auch Treffpunkt, wo sich Überlebende begegnen können und wo es vielfältige Aktivitäten gibt, vom gemeinsamen Kaffee trinken, über Film schauen, über irgendwas sprechen, Diskussionen haben. Die psychosoziale Unterstützung ist enorm wichtig gewesen und ist immer noch wichtig bei diesen sogenannten Wiedergutmachungsverfahren, wo viele Überlebende ja keine Zuwendung erhalten hatten und bei Krankheiten, bei alltäglichen Konflikten, aber auch zuweilen, und das war dann mehr eine Aufgabe von meinen Psychoanalytiker-Kollegen und mir, in Momenten, wo man spürte, dass es wichtig ist für Überlebende, mit jemandem zu sein, der sich öffnet für das, was Überlebende teilen wollen. Und dabei, wenn ich das noch ausführen darf, ist uns eines klar, nämlich, dass nicht das Sprechen im Vordergrund steht, wenn es um die psychosozialen Spätfolgen der Shoah geht, sondern es geht um die Beziehungen, wie die Beziehungen gestaltet werden und ob es Möglichkeiten gibt, sich verständlich zu machen mit etwas, was Menschen in sich tragen, als Spuren der Verfolgung, die sie erlitten. Räume, das sich einrichten, in Räumen hat im Zusammenhang mit spielt im Zusammenhang mit Traumatisierungserfahrung eine ganz wichtige Rolle. Man könnte allgemeiner fragen, wie versuchen sich Menschen mit dem Trauma, das sie erlitten haben, einzurichten. Sie suchen nach Möglichkeiten, mit etwas zu leben, womit man nicht leben kann. Sie versuchen, und wir als Menschen, die das Glück hatten, nicht die Shoah erleben zu müssen, leben damit zu versuchen, uns etwas vorzustellen, was man sich nicht vorstellen kann. Also in diesen Paradoxen bewegt man sich, wenn man die psychosozialen Spätfolgen der Shoah betrachtet. Und insofern war es uns wichtig, dass die Überlebenden so weit wie möglich aktiviert werden, ermutigt werden, selbst zur Gestaltung des Raumes auch beizutragen. Und das ist mit einer wunderbaren Arbeit von Aviva Kaminer auf eine besondere Weise gelungen, finde ich, die vor einigen Jahren begonnen hat, Malkurse für Überlebende anzubieten. Und jetzt hängen an den Wänden des Treffpunkts Bilder, die die Überlebenden selbst gemalt haben. Und das verleiht diesem Raum etwas sehr Persönliches, etwas Besonderes, weil eigentlich ist es ein etwas karger Raum gewesen, der
und das ist auch interessant, der auf der einen Seite leicht zugänglich ist, also wenig Treppenstufen. Er muss groß genug sein, was auf der anderen Seite aber auch Gefahren in sich birgt. Können sich die Menschen, die dort sind, sicher fühlen vor Anschlägen, vor Bedrohung? Die Adresse äh, wird man vermutlich in der Öffentlichkeit nicht finden. Und das ist natürlich Absicht, um den Raum zu schützen. Und das bringt aber auch etwas zum Ausdruck, dass dieser Raum als geschützter Raum enorm wichtig ist und das aber wiederum auch wieder von den Verhältnissen der Gesellschaft abhängig ist. Wenn die Welt als bedrohlich erlebt wird, wenn, wie Jean-Marie das formuliert hatte, der Mensch als Gegenmensch erlebt wurde, nicht als Mitmensch, sondern als Gegenmensch, wenn Weltvertrauen zutiefst beeinträchtigt wird durch extreme Traumatisierung, dann braucht es viel Vertrauen, um Menschen dazu zu bringen, ja, einen solchen Ort aufzusuchen. Und ich finde, das ist den Überlebenden, aber auch all den Menschen, die im Treffpunkt tätig sind, diesen Kolleginnen und Kollegen, auf wundervolle Art gelungen, dass viele Überlebende wöchentlich zu dem Nachmittag, an dem man zusammen Kaffee trinkt, Kuchen isst, zu kommen, zu kleinere Beiträge zu hören und zu diskutieren oder aber Gedächtnistraining zu besuchen, individuelle Beratungen zu bekommen. Also ich finde, dieser Treffpunkt für Shoah-Überlebende ist in meinen Augen das beste Projekt, an dem ich in all den Jahren, in denen ich berufstätig bin, teilgenommen habe. Weil hier ist wirklich etwas Wundervolles geschaffen worden. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass wir das nicht viel früher gemacht haben. Also ich glaube, dass es eine Tendenz gibt bei Überlebenden, sich von der Welt zurückzuziehen, weil man erlebt hat, wie entrechtet man war und dass es äh, dass man keine Chance hat, Gehör zu finden, dass man keine Chance hat, die eigenen Rechte durchgesetzt zu bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eine Tendenz, ähm, wo ich bei Überlebenden wahrgenommen habe, dass sie ungeheuer mutig sind, das Recht einzufordern, dass sie mutig sind, Rechte auch für andere Menschen einzufordern. Und dass sie eine besondere Sensibilität äh, für Unrecht haben und verlangen, dass es äh, dass, äh, dass die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Und das sind zwei sehr divergierende Tendenzen, weil man sollte sich nicht einbilden, dass Menschen, die im KZ waren, sozusagen zu besseren Menschen erzogen werden und dann besonders auf alles achten, was nicht in Ordnung wäre. Sondern man hat ja auch gelernt, dass man auf sich gestellt ist, dass man irgendwie versuchen muss, den nächsten Tag zu erleben, zu überleben und musste mit ansehen, ja, wie die Mitmenschen, teilweise die Kinder, auf grausame Weise ermordet werden und man selbst ohnmächtig zuschauen musste.
Und wenn ich das hier an dieser Stelle nochmal sagen darf, ich kann das eigentlich gar nicht formulieren, ohne abermals an den 7. Oktober des Jahres zu denken, wo es einen Aspekt dessen, was Dandina den Zivilisationsbruch nannte, wo ein Aspekt dessen auf furchtbare Weise sich wiederholt hat, nämlich in diesen sexuellen und sexualisierten Verbrechen, die Hamas-Terroristen begangen haben, die äh, Frauen vergewaltigten, die dafür sorgten, dass die Vergewaltigung auf Kameras festgehalten wurde, dass Kinder vor den Augen ihrer Eltern ermordet worden sind oder umgekehrt, dass ich weiß nicht, warum ich es gerade gesagt hatte, dass einmal Eltern die Ermordung ihrer Kinder als letzten Lebenseindruck sozusagen haben und das, weil die Frage war nach konkreten Beispielen, mir da jemand einfällt, der mir vor vielen Jahren aus dem Treffpunkt, der berichtet hat, wie er im Ghetto die Ermordung eines kleinen Kindes erlebte, das vor den Augen seiner Mutter ermordet wurde. Es ist schwer darüber zu sprechen. So, und danach dann die Mutter ermordet wurde. Und dieser Überlebende aus dem Treffpunkt, der hat damals gesagt, warum, und diese Frage mag absurd erscheinen, und doch hat sie eine Berechtigung. Er fragte sich und mich, vielleicht fragte er die Welt, warum hat dieser SS-Mann es nicht wenigstens umgekehrt gemacht? Zuerst die Mutter ermordet und dann das Baby. So musste die Mutter als letztes Bild die Ermordung des eigenen Kindes erleben. Das sind Dinge, ja, ich kann das zwar in Worte fassen, weil ich das so erfahren habe, aber ich glaube, die Vorstellung davon, was das bedeutet, die, die ist, ja, es ist unendlich schwierig zu ergründen. Und das können wir nicht mit Vernunft, mit Ratio erklären. Hier ist deutlich, dass der Hass und hier spielt der Antisemitismus eine große Rolle, so mächtig ist, dass, ja, dass anderen Menschen solche Grausamkeiten antun. Und die, denen das angetan wurde und die Zeugen wurden oder die selber was davon erlebt haben, die müssen bis an das Ende des eigenen Lebens das in sich tragen. Und vielleicht auch, muss ich sagen, weil ich merke meine eigene affektive Beteiligung, das, was uns im Treffpunkt Überlebende schildern, das bleibt ja dann auch in uns. Auf der einen Seite ähm, gibt es, wenn man unterschiedliche Formen von Verfolgung betrachtet, Ähnlichkeiten und es gibt Unterschiede. Äh, Ähnlichkeit besteht darin, dass Menschen, wenn sie Verfolgung erleiden, dieser Verfolgung ohnmächtig ausgeliefert sind. Man hat
man zu dieser Traumatisierung gehört, dass man der, äh, der Verfolgung nicht entrinnen kann. Und dafür gibt es vielfältige Beispiele in unterschiedlichen Kontexten. Hier kann es um politische Verfolgung gehen. Es kann auch um sexuellen Missbrauch gehen an Kindern, die sich nicht wehren können und die der, ähm, dem Missbrauch ausgeliefert sind. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, etwas, was ich mir früher, glaube ich, anders, vielleicht in meiner Naivität anders vorgestellt hatte, das muss ich heute sagen, extremes Trauma kann nicht geheilt werden. Also es gibt keine Heilung für extremes Trauma. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, ähm, ähm, die Folgen von Traumatisierung etwas zu beruhigen oder zu besänftigen, aber das ist keine Heilung. Und das Eis, auf dem man sich bewegt, ist sehr, sehr dünn. Das kann beim nächsten Geschehen, das persönliche Art sein kann oder über die Fernsehgeräte ins eigene Leben kommt, das kann sehr schnell brechen. Ähm, da würde ich die Gemeinsamkeiten unterschiedlichster Formen von Verfolgung sehen. Ähm, Es gibt aber auch etwas Spezifisches, das die Shoah ausmacht. Ich glaube, dass der Antisemitismus äh, sozusagen zu den Grundfesten der Zivilisation gehört, leider. Ähm, Juden äh, können äh, betrachtet werden als die Mächtigen dieser Welt, ähm, als das internationale Finanzkapital und im nächsten Moment sind sie die bolschewistische Gefahr. Sie sind in dem einen Moment Kindermörder und im nächsten Moment Vatermörder und sie sind Brunnenvergifter und also ich könnte jetzt viele Beispiele bringen. Sie sind als die Heimatlosen werden sie betrachtet, die nirgends hingehören, die sich nicht anpassen wollen und auf der anderen Seite angeblich in jeder Gesellschaft mächtige Positionen erlangen. Und der christliche Antijudaismus spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle dabei. Und ich führe das deswegen aus, weil etwas Spezifisches, was die Shoah angeht, liegt ja darin, dass, äh, dass es hier nicht um Menschen ging, die ermordet wurden, weil sie bestimmte Auffassungen hatten, denen sie abschwören sollten. Es hat nicht geholfen zu sagen, meine Eltern sind doch schon längst zum Christentum konvertiert und ich bin doch gar kein Jude. Oder zu sagen, ich bin kein gläubiger Jude, mich beschäftigt das überhaupt nicht. Sondern Jude war Jude. Und äh, es ging darum, ähm, nicht nur Menschenleben äh, zu vernichten, sondern es sollte gewissermaßen auch die Erinnerung an die Juden beseitigt werden. Wenn man sich mal, es mag auch absurd erscheinen, das so zu sehen, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass in Auschwitz ähm, äh, Juden in Gaskammern ermordet wurden und dann, nachdem sie schon ermordet waren, in Krematorien verbrannt wurden. Es sollte keine Spur von ihnen bleiben. Wenn Menschen schwer oder schwerst oder extrem traumatisiert wurden,
dann hat dies unweigerlich Folgen für die nachfolgenden Generationen. Das kann überhaupt nicht ausbleiben. Allerdings denken viele Menschen, dass dies vor allem damit in Zusammenhang zu bringen sei, in der Frage in Zusammenhang zu bringen sei, ob es den Verfolgten, den Traumatisierten gelingt, über ihr Trauma zu sprechen und den Nachkommen davon zu berichten. Und ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Trauma wird nicht transgenerational tradiert, im Wesentlichen über die Erzählungen, die Narrative der Überlebenden, sondern vermittelt sich so. Dieses Konzept haben wir in Arbeitsgruppen am Sigmund Freud Institut entwickelt, in dem, was wir szenisches Erinnern der Shoah nennen. Und in diesen Szenen geht es um vor allem unbewusst gestaltete Szenen, in denen die Überlebende mit den Menschen um sie herum herstellen oder die Menschen mit den Überlebenden herstellen und wo etwas oft oder ganz wesentlich ohne Worte vermittelt wird, was das Leiden an den Verfolgungen ausmacht. Über die Tränen, die plötzlich fließen, über das Zittern in der Stimme, in einem bestimmten Gesichtsausdruck, in plötzlich auftretenden Ängsten, in eigentümlichen Bewegungen, in Schreien, in Albträumen, von die andere dann bezeugen müssen. In all diesen Begegnungen, in diesen Szenen vermitteln Traumatisierte etwas von dem, was sie erlitten haben und was sie gar nicht in sich halten können, sondern sie müssen dieses erlittene Leid teilen mit anderen Menschen. Und nicht bewusst und mit Überlegung, sondern weil sie erlitten haben, was sie erlitten haben, weil sie sind, wer sie sind oder weil sie die heutige Welt immer noch so erleben, dass zwar die Menschenrechte gelten sollen und die Vernunft gewahrt bleiben sollte, aber insbesondere Juden erleben, dass sie eigentlich immer wieder allein gelassen werden. Wie viele Juden haben mir in den letzten Wochen berichtet, dass sich niemand interessierte für das, wie sie mit dem leben, was am 7. Oktober geschehen ist. Wie wenige Menschen haben sich erkundigt danach, wie es Verwandten in Israel ergangen ist oder ergeht. Ich höre jeden Tag Radio, ich höre den Deutschlandfunk und ich höre HR Info, das sind so meine beiden Sender sozusagen. Aber interessant ist, ich höre meistens, dass israelische Soldaten sterben und dass in Gaza Menschen ermordet werden. Ich höre vom Geiselaustausch und ich nehme wahr, dass es Resolutionen in der UNO gibt, wo die Weltgemeinschaft sich nicht darauf einigen kann, die Verbrechen vom 7. Oktober als Verbrechen zu kennzeichnen. Wer ist nicht die allererste Forderung, zu fordern, dass die Geiseln freigelassen werden? Und zwar ohne jede Bedingung, weil das den Menschenrechten widerspricht und auch vom humanitären Völkerrecht nicht getragen ist und ein Kriegsverbrechen darstellt. Aber nein, in Vereinten Nationen werden Resolutionen verabschiedet, in denen oder gegen sie wird Veto eingelegt, zuweilen
in denen man sich nicht dazu entschließen kann, diese Verbrechen als Verbrechen zu bezeichnen. Und wenn das nicht möglich ist, dann wiederholt sich hier auch etwas, was viele Shoah-Überlebende erlebt haben. Nämlich, dass so getan wird, als habe es die Shoah nicht gegeben.